So, ihr Luftpumpe, da bin ich wieder. Heute gibt's was in der Heißluft für das. Was brauchen wir dazu? Bisschen Olivenöl, ja, ganz genau. Dann nehmen wir noch zwei Eier dazu und Eiermixgerät. Genau, mal gucken, da läuft jetzt Cupcake oder wie das heißt. Das läuft jetzt auf meinem Kanal, da könnt ihr mal gucken. So, zwei Eier. Was brauchen wir noch? Salz natürlich. Ja, und dann machen wir noch ein bisschen Pfeffer rein. Ist egal, was für Pfeffer. Alles rein mit. Hier Luftpumpe, das gibt Luftpumpe-Eier. Wer will, kann dann auch noch ein bisschen Knoblauch drin machen oder so, wie es euch gefällt. Dann nehmen wir den Mixer. Ich habe mal einen neuen Mixer gekauft. Das ist ein sau gutes Ding. Du kannst super Milch aufschäumen. Dann kann ich euch nur raten, euch sowas zuzulegen. So schön durchmixen, dass wir eine schöne Konsistenz haben. Und ich verspreche euch, in genau 6 Minuten habt ihr hier ganz fluffige, leckere Frühstückseier. Haut noch ein bisschen Speck rein, das schmeckt auch saugut. So, das Ganze füllen wir dann in Herzförmchen. Fahr die Frau natürlich. So, das Ganze, das klatschen wir jetzt hier in die Heißluftfritteuse. Ich habe jetzt nur 4 gemacht. Normalerweise zum Frühstück reicht mir sogar nur ein Ei und ein Herz hier. Da bin ich voll satt. Die gehen richtig gut auf. Sind wirklich super fluffig, was man nicht meint in der Heißluftfritteuse. Man meint, das wird alles trocken, aber das stimmt nicht. Die werden richtig fluffig und locker und lecker. Haut noch ein paar Toastscheiben rein, die werden auch knusprig. Dann gehen wir mal hier auf die ganze Fläche, das heißt dann Megazone. Wir gehen auf Airfry und stellen dann 170 Grad ein für genau 6 Minuten. Dann habt ihr hier wirklich ganz leckere, durchgebratene Eier, fluffige Eier. Es ist der Wahnsinn. Und in das ganze Fach bekommen da mindestens 12 Stück rein. Wenn ihr mal Besuch habt oder so, Frühstück und so, dann passt es voll. Also wirklich lecker. So, und ich mache immer ein bisschen Ketchup dazu. Das ist richtig lecker mit Ketchup. Müsst ihr mal ausprobieren. Und so sehen sie aus. Dann ich sage mal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal.